Juli 1947. Ein greller Blitz über der Wüste von New Mexico. Kurz darauf ein dumpfer Schlag. Etwas fällt vom Himmel. Die einen sprechen von einem Wetterballon. Andere erzählen von Metallteilen, seltsamen Symbolen und von Wesen, die nicht von dieser Welt schienen. Roswell, ein Name, der zur Legende wurde. Doch was geschah wirklich? Lost places. Remote viewing. Forschung. Expeditionen. Paranormales. Supported by Into the Matrix. The True Human Show. Roswell, eine Kleinstadt im Südosten von New Mexico. 1947 Standort des Roswell Army Airfield. Der angebliche Fundort des Vorfalls lag jedoch rund 120 Kilometer nordwestlich auf der Foster Ranch nahe Corona. Anfang Juli 1947 herrschten über dieser Region ungewöhnlich starke Gewitter. Wenige Tage später entdeckte Ranger McBrazel auf seinem Land verstreute Trümmer. Dünne, metallisch glänzende Folien, stabartige Elemente und Materialien, die sich nicht brechen ließen. Brazel meldete den Fund dem Sheriff von Roswell, der das Militär einschaltete. Am 8. Juli 1947 veröffentlichte die Luftwaffe eine Meldung, die weltweit für Aufsehen sorgte. RAAF erbeutet fliegende Untertasse auf einer Ranch nahe Roswell. Einen Tag später folgte der Widerruf. Alles sei lediglich ein Wetterballon gewesen. Einige Einwohner berichteten später von militärischen Fahrzeugen, abgeriegelten Bereichen und heimlichen Transporten. Über Jahrzehnte hinweg machten widersprüchliche Berichte, neue Aussagen und offizielle Dokumente den Fall zu einem der rätselhaftesten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Unser Weg führte uns von El Paso durch die weiten Landschaften des amerikanischen Südwestens, vorbei an den weißen Dünen des White Sands National Parks, durch trockene Ebenen und unter dem endlosen Himmel von New Mexico. Diese Region hat ihren Charakter seit 1947 kaum verändert. Man kann noch heute spüren, wie abgelegen, still und weitläufig sie ist. In Roswell besuchten wir das Museum, das zahlreiche Dokumente, Berichte und Artefakte rund um den Vorfall ausstellt. Die angebliche Absturzstelle liegt weiter nördlich, auf Privatbesitz, und ist heute nicht mehr zugänglich. Wir konnten uns daher nur bis in die Umgebung begeben, in Gebiete, deren Landschaft jener Region sehr ähnlich ist. So, meine Lieben, wir befinden uns im Flughafen Frankfurt und ich bin kurz davor, wie nennt man das, zu boarden? Keine Ahnung, aber das ist unglaublich, da muss man über so viele Kontrollen, also hier kann definitiv keiner irgendwas schmuggeln, das funktioniert nicht. Da ist Frankfurt echt gut dabei. Ja, es geht jetzt dann los und die nächste Möglichkeit, mich zu melden, ist dann aus den USA. Ich freue mich.
So, ich befinde mich in New Mexico, in Alamogordo. Und ja, es ist noch ein Stück, aber es ist nicht unweit von Roswell entfernt. Und von den Entfernungsverhältnissen in den USA her. Die Umgebung hier ist ähnlich wie wohl auch in dem Bereich des Absturzes damals. Einfach von der Art her, sehr, sehr trockenes Gelände. Und hier gibt es definitiv giftige Tiere, Skorpione, Vogelspinnen, aber auch Kojoten. Die sind jetzt nicht giftig, aber auch nicht unbedingt so, dass man sie kuscheln könnte. Sehr spannendes Land, sehr spannende Umgebung und ich bin gespannt, was uns weiter erwartet. Wir gehen morgen nach Roswell. Roswell ist natürlich jetzt nicht der Ort, wo der Absturz damals war, aber man nennt es trotzdem Roswell-Absturz, weil es einfach die nächstgelegene Stadt war. Ja, also der Absturz selber war mitten im Nirgendwo. Das ist der Hintergrund dazu. Aber dort gibt es eben dieses Museum, das Roswell-Museum. Und dort hoffe ich noch ein paar Infos zu bekommen, die ich dann einfach auch in die nächste Folge mit einbinden, also diese Folge mit einbinden kann. Da werden aber auch andere Dinge behandelt, wie die generelle Entführungsgeschichten, ja, und solche Dinge. Zeugenaussagen, Aussagen vom Militär und so weiter. Wir hatten auch spannende Gespräche mit Lynn Buchanan, ein Remote Viewer, der damals in der Einheit von Meet war. Der hat uns auch ein bisschen noch was aus dem Nähkästchen berichtet. Es ist einfach ein unglaublich spannendes Thema. Absolut verrückt. Wirklich absolut verrückt. Und ich denke, wir sollten alles, was wir denken, überdenken, offen sein für Neues, offen sein für Dinge, die nicht augenscheinlich das sind, was man denkt, dass sie sind. Und das Leben ist verrückt. Nuclear event detected. Proceed with caution. It was July 1945 when the U.S. Army conducted the first detonation of a nuclear weapon at the Trinity site in southeastern New Mexico. The explosion's destructive power was comparable to about 22 kilotons of TNT. This event sent a message to the entire galaxy. You are not alone. New objective. Investigate nuclear event. Warp travel engaged. 3, 2, 1.
here to Earth. While they were originally only here to collect intel, what would happen if they don't like what they find? Let's just say that we might be getting a few more visitors than we bargained for. Initiating descent and landing protocols. Atmospheric conditions are uncertain. Caution is advised. Storm detected. Withdrawal to safety is advised. Unfortunately for our visitors, the universe has other plans. Withdrawal impossible. Prepare for emergency landing. Ruppelt ein bisschen! Es ruppelt ein bisschen! Scheiße, hoffentlich werden wir von den Amis gefunden. Nach der Recherche vor Ort wollten wir wissen, welche Wahrnehmungen sich unabhängig von historischen Berichten zeigen. Deshalb führten wir mehrere Control Remote Viewing Sessions durch, einzeln, blind und nach standardisiertem Protokoll. Die Viewer kannten das Ziel nicht. Es gab nur eine anonymisierte Target-Formulierung. Die folgenden Eindrücke beziehen sich auf den Zeitpunkt des angeblichen Ereignisses im Sommer 1947. Session 1. Der Viewer nahm zu Beginn eine plötzliche, intensive Energie wahr. Schnell, ruckartig und einschneidend. Etwas schien schwerfällig nach unten zu sinken, in eine enge, dunkle Umgebung hinein. Der Eindruck eines unter Druck stehenden Hohlraums entstand. Gleichzeitig zeigten sich eine fließende, schwingende Bewegung, ähnlich einer natürlichen Strömung. Schließlich entstand der Eindruck eines Lebewesens, hell, faltig, sitzend oder liegend, eingeklemmt und unbeweglich. In der inneren Kommunikation wirkt es gefangen und bat darum, herausgeholt zu werden. Session 2. Hier nahm der Viewer ein Lebewesen wahr, das aus großer Höhe auf eine bewachsene Fläche hinabblickte. Es wirkte neugierig, entschlossen und zielgerichtet, als wäre es auf einer Erkundungs- oder Forschungsmission. Der Eindruck entstand, dass es etwas über Vergangenes herausfinden wollte. Die Formulierung „Wer hoch steigt, fällt tief“ tauchte als spontaner Eindruck auf. Session 3. Diese Session sollte klären, warum dieses Wesen überhaupt vor Ort war. Der Viewer beschrieb ein auffragendes, graues, kantiges Objekt, das erkundet oder untersucht werden sollte. Im Inneren schien ein alter, kalter Hohlraum zu liegen, der an eine Höhle erinnerte. Das Wesen wurde als dünn, sehnig und hartnäckig wahrgenommen, entschlossen, aber durch ein Hindernis aufgehalten. Session 4. In dieser Session entstand der Eindruck eines Objekts, das stark energetisch aufgeladen wirkte, hochfrequent und vibrierend. Im Inneren befanden sich mehrere Lebewesen. Einige wirkten funktional und emotionslos, andere übernahmen eine klar kontrollierende Rolle. Der Raum erschien technisch, mit mehreren Ebenen und gegenläufigen Rotationen. Innerhalb dieser Struktur schien etwas abzusinken, abzubremsen und abrupt zum Stillstand zu kommen. Der Viewer beschrieb ein ungeplantes Ereignis, verbunden mit Kontrollverlust und Stress. Session 5. Der Viewer nahm ein silberfarbenes, metallisches Objekt wahr, zusammen mit Lebewesen auf einer offenen Fläche. Es entstand der Eindruck eines plötzlichen, lauten Zusammenbruchs, der für die Wesen gefährlich gewirkt haben könnte. Der Viewer nahm Hinweise auf Verlust wahr. Die Atmosphäre wirkte aufgeheizt, angespannt und stark energiegeladen. Betrachtet man alle Sessions zusammen, ergeben sich wiederkehrende Motive. Ein Objekt, das unter Druck gerät, intensive Energie, Stress und Kontrollverlust, eine Forschungs- oder Erkundungsabsicht und eine abrupte Wendung. Für die Nacht des angeblichen Vorfalls sind starke Gewitter eindeutig belegt. Blitzschlag, elektrische Entladung und atmosphärische Instabilität prägen die Region. Genau diese Elemente tauchen in den Sessions indirekt auf.
Hohe Frequenzen, pulsierende Kerne, Überlastung, abrupte Abwärtsbewegungen. Die Daten liefern keine Beweise, doch sie sind mit den historischen Wetterbedingungen kompatibel. Der Vorfall nahe Roswell bleibt ein Ereignis, das sich bis heute nicht eindeutig einordnen lässt. Die historischen Daten, das dokumentierte Gewitter und widersprüchliche Meldungen ergeben ein komplexes Bild. Die Remote Viewing Sessions können dieses Rätsel nicht lösen, doch sie zeigen klare Muster. Energie, Druck, Überforderung und ein Moment, in dem ein System an seine Grenzen gerät. Die wahrgenommenen Wesen wirken nicht feindlich, sondern forschend und zielgerichtet. Im Kontext der damaligen Gewitterlage entsteht ein denkbares Szenario. Technische Komplexität trifft auf instabile Naturbedingungen. Was auch immer geschah, es verdient eine offene und unvoreingenommene Betrachtung. Wahrheit entsteht nicht durch fertige Antworten, sondern dadurch, dass man Fragen stellt, Zusammenhänge prüft und bereit ist, Altes neu zu denken. Roswell erinnert uns daran, dass Erkenntnis dort beginnt, wo Neugier stärker ist als Gewohnheit. Eines ist sicher: Die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Human Show. Women wake up. The free human. The True Human Show. Supported by To The Matrix.